Härnösand an der Ostsee. Feierabend in einer ganz normalen Kleinstadt in Schweden. Der Ingenieur Olof Tekström kommt von der Arbeit nach Hause. Die ganze Familie ist mit der Zubereitung des Abendessens beschäftigt. Tekström Junior putzt Gemüse. Die Tochter deckt den Tisch. Auf dem Speisezettel stehen heute Kohlrouladen. Die Tekströms, eine ganz normale Familie in einer ganz normalen Kleinstadt in Schweden. Fast scheint es so, wäre da nicht das kleine Windrad der Tekströms das einzige weit und breit. Bei den Tekströms kommt der Strom zwar auch aus der Steckdose, aber sie machen ihn selbst. Dazu genügt die Kraft des Windes und Wasser aus der Wasserleitung. Aus dem Leitungswasser gewinnt Herr Tekström mit dem Strom, den das Windrad liefert, Wasserstoff. Das nennt man Elektrolyse. Mit dem gewonnenen Wasserstoff betankt Herr Tekström seinen Wagen. Mit einer Tankfüllung kommt er 200 Kilometer weit. Ein ausgeklügeltes Reglersystem sorgt dafür, dass der Windstrom dort landet, wo er gebraucht wird. Zunächst einmal im Haushalt für Licht- und Elektrogeräte, dann für die Warmwasserbereitung und Heizung mit einem Vorrat für 8 Tage und schließlich für die Herstellung des Wasserstoffs, der in einem Gastank gelagert wird. Wasserstoff ist ausgesprochen umweltfreundlich und vielseitig verwendbar. Eine ideale Energiequelle also. Mit dem Wasserstoff wird auch gekocht. Ist ein Gashahn nur ein paar Sekunden geöffnet, ohne dass das Gas angezündet wird, schließt sich der Haupthahn automatisch. Es wird Alarm ausgelöst. Sicherheit wird groß geschrieben bei Tekströms Wasserstoffsystem, auch beim Betanken des Autos. Das dauert mehrere Stunden. Dafür kommt aus dem Auspuff, wie überall bei der Verbrennung von Wasserstoff, fast ausschließlich Wasserdampf und Wasser. Der schwedische König, dem Tekström sein System vorstellte, konnte sich davon selbst überzeugen. Ortswechsel von Stockholm nach West-Berlin. Schon seit Jahren fährt dieser Mercedes mit Wasserstoff. Und er ist hier nicht der einzige. An diesem langfristigen Versuch sind unter anderem die Firmen Aral, Mannesmann und 2 deutsche Universitäten beteiligt. Steuergelder kommen auch aus dem Bundesforschungsministerium. Den benötigten Wasserstoff stellen die Berliner Gaswerke zur Verfügung. Die Füllung erlaubt im Stadtverkehr eine Reichweite von 120 Kilometern und auf freier Strecke eine Höchstgeschwindigkeit von 180 Stundenkilometern. Der Tankvorgang dauert 10 Minuten. Auch andere deutsche Automobilkonzerne haben bereits Wasserstoffautos entwickelt. Der Wasserstofftank ist aber noch größer und schwerer als bei herkömmlichen Fahrzeugen. Der Serienmotor muss nur minimal umgerüstet werden. Die bei der Verbrennung entstehenden Abgase bestehen fast ausschließlich aus Wasserdampf. Aber die Entwicklung geht weiter. Die geringen Verunreinigungen hofft man in den Griff zu bekommen, sodass letztendlich reiner Wasserdampf den Auspuff verlassen wird. Diese Fahrzeuge werden derzeit von verschiedenen Organisationen im Alltagsbetrieb genutzt. Die dabei erzielten Ergebnisse machen deutlich, dass zumindest der öffentliche Nahverkehr schon heute auf diesen Energieträger umsteigen könnte. Die Zukunft, so scheint es, hat schon begonnen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe der neuen Sendereihe In Zukunft. Wir wollen Ihnen 11 Mal im Jahr an dieser Stelle Themen vorstellen, die das Morgen betreffen. Das Morgen, zu dem heute die politischen Entscheidungen fallen. Heute soll es darum gehen, wie steht es mit neuen Energien? Wie steht es mit Energie aus Wind? Wie steht es mit Energie aus Wasser und auch aus Sonne? Dazu möchten wir Ihnen gerne Filme zeigen
Und wir haben auch Gespräche und eine Diskussionsrunde mit einigen Experten. Recht herzlich begrüße ich Herrn Olof Tekström, dass Sie aus dem fernen Schweden zu uns gefunden haben, Herr Tekström. Ist es wirklich so, dass Ihr Haus so toll funktioniert hat? Ja, wirklich. Es gab keine Probleme damit? Keine Probleme. Alles funktioniert wie planiert. Der Kern Ihres Modells war eine Elektrolyseanlage. Ja. Weil Sie damit den Wasserstoff gewonnen haben, der wohl der Speicher, Energiespeicher der Zukunft sein wird. Sie haben uns auch ein Modell mitgebracht und erzählten uns, Sie hätten das Privileg gehabt, es der Königin von Schweden vorzustellen. Sind Sie so nett und stellen es unseren Zuschauern vor? Ja, wir wollten ja die Auflösung von Wassermolekülen zeigen. Es handelt ja von 2 Atome Wasserstoff, doppelt H, und Sauerstoffmoleküle O. Und wenn wir mit Elektrolyse das auflöst, dann gehen die Wasserstoffmoleküle auf. Und diese speichern wir, bis wir das nächste Mal zum Verbrennen bringen. Und dann wird es wieder Wasser. Das ist der Zyklus von Ökologie. So einfach ist es. Man leitet Elektrizität durch Wasser, dann spaltet sie sich auf, man gewinnt Wasserstoff. Wenn dann wieder Sauerstoff dazukommt, wird es wieder zu Wasser. Richtig. Und alles aus normales Reinwasser. Wir haben hier ein etwas komplizierteres Modell uns ausgeliehen und haben versucht, mit diesem Scheinwerfer dort die Sonne nachzumachen, die hier auf eine Solarzelle fällt. Die Solarzelle liefert den Strom für dieses Modell. Können Sie kurz erklären, was da geschieht? Ja, hier haben wir Spannung über 2 Platten und der Strom geht durch das Wasser und dann wird auf einer Seite Sauerstoff gebildet und auf der anderen Seite Wasserstoff und diese gehen beide hier heraus und beim Verbrennen wird es wieder Wasser. So, wir lösen Wasser auf und bildet wieder Wasser. Und es kommt wieder zu Wasser. Ja. Sie sind Diplom-Ingenieur, aber was hat Sie dazu bewegt, dieses Modell durchzuführen? Ja, was waren die Gründe, warum Sie dieses Modell gewagt haben? Doch ein sehr aufwendiges Modell. Ja. Also das Ziel für mich war, dass wir sollen die Kohlenatome und die Schwefelatome wegnehmen. Das stört die Balance der Natur. Und wir wollten also mit Wasserstoff den Lebensstandard ohne Kohl und Schwefel erreichen. Und das haben wir mit Wasserstoff beweisen. Und ohne auch damit die Umwelt zu belasten. Richtig. Wie es im Moment mit unserer Energie steht, wie die Energieversorgung aussieht, dazu ein kurzes Stichwort. Steinkohle, Erdöl und Erdgas. Derzeit die wichtigsten Energieträger. Aber die Vorräte dieser sogenannten fossilen Energien werden zu Beginn des nächsten Jahrtausends zur Neige gehen. Sie haben eines gemeinsam. Sie werden verbrannt. In Kraftwerken, im Haushalt, auf der Straße. Zurück bleiben Tag für Tag Tausende von Tonnen gefährlicher Abgase. Hauptsächlich Kohlendioxid oder Kohlensäure. Es lagert sich in der Erdatmosphäre ab. Die Betreiber von Kohlekraftwerken haben dieses Problem nach wie vor nicht im Griff. Teure Entgiftungsanlagen erwiesen sich bislang als Flop. Der Dreck in unserer Luft hat Folgen. Welche, sagt Ludwig Bölkow, Industrieller und Wissenschaftler. Wir leben seit vielen tausend Jahren in einem Gleichgewicht auf der Erde. Die Sonne strahlt Energie ab. Das sind kurzwellige Strahlen, die gehen durch Wolken und durch alles durch. Die Erde erwärmt sich und strahlt mit langer Welle ab, Infrarot. Durch die zunehmende Industrialisierung wird in starkem Maße fossile Brennstoffe, Kohle, Öl und Gas verbrannt. Hierbei entsteht Kohlensäure. Diese Kohlensäure hat nun die Eigenschaft, dass sie die Abstrahlung der Erde verhindert. Es geht nicht in den Weltraum, sondern wird gebremst. Dadurch wird die Atmosphäre warm und das ist dann der Treibhauseffekt. Eine Entwicklung mit dramatischen Folgen. Klimaveränderungen stehen uns ins Haus. Bereits die Erwärmung der Erdatmosphäre um wenige Grad könnte die Versteppung großer Teile Südeuropas bewirken. Das ewige Eis an Nord- und Südpol würde zu schmelzen beginnen und den Meeresspiegel steigen lassen. Flutkatastrophen wären die Folge. Münster in Westfalen würde zur Küstenstadt.
Schon in den 60er Jahren war klar, die Vorräte an fossilen Energien sind begrenzt. Ihre Verbrennung hat unabsehbare Folgen für das Klima auf unserem Planeten. Atomkraft heißt seitdem das Zauberwort. 30 Milliarden D-Mark sind nach Aussage von Fachleuten in den letzten 30 Jahren in die Förderung der Kernenergie geflossen. Könnte die Atomkraft die fossilen Brennstoffe vollkommen ersetzen? Rechnen wir das mal nach. Und wenn wir den heutigen Energieverbrauch, den heutigen, als Grundlage nehmen, den brauchen wir, wenn wir alles mit Atomkraftwerken machen und ungefähr solchen Einheitstyp, wie wir heute haben, so 1 bis 1,3 Gigawatt, dann brauchen wir an die 300 Kernkraftwerke in der Bundesrepublik. Und wenn die 50 Jahre leben, dann müssen jedes Jahr 6 angesteckt werden, 6 stillgelegt werden und nach weiteren 25 Jahren 6 abgerissen werden. Wird die Bundesrepublik zum Atomstaat? Seit Tschernobyl haben sich die Auseinandersetzungen um die Atomenergie verschärft. Atomkraft ja oder nein? Diese Frage droht unsere Gesellschaft in 2 feindliche Lager zu spalten. Die Angst um ihre Zukunft und die ihrer Kinder lässt unbescholtene Bürger auf die Straße gehen. Neben den technischen Problemen der Atomindustrie bleibt der Risikofaktor Mensch. Menschliches Versagen, illegale Geschäfte und Sabotageakte machen aus dem Unvermeidbaren ein unkalkulierbares Restrisiko. Das Beispiel Transnuklear spricht für sich. Hinzu kommt die Angst vor terroristischen Anschlägen mit unvorstellbaren Folgen. Seit Jahren kämpfen Bürgerinitiativen gegen die Kernenergie. Gibt es Alternativen? Für uns ist die solare Wasserstoffwirtschaft das einzige geschlossene System. Alle anderen sind offen, alle anderen Energiesysteme nehmen irgendwo und irgendetwas aus der Biosphäre und geben andernorts chemisch oder isotopisch etwas ab, gelegentlich giftig, bei fossilen Systemen mit CO2-Belastung, bei nuklearen Systemen immer radioaktiv. Dies wollen wir verhindern. Die fossilen Brennstoffe führen wahrscheinlich zu klimatischen Veränderungen. Die Kernenergie führt in den Atomstaat. Alles in allem das Schlagwort Sackgasse. Herr Tegström, Ihr Modell, das Sie mit einem Haus und einer Windmühle in Schweden gemacht haben, wird übernommen in der Bundesrepublik. Es gibt die Wasserstoffsiedlung Dithmarsche in der Planung. Man beginnt jetzt mit dem Bau. Sie sind auch daran beteiligt. Es geht aber dort um 3 Häuser. Eine Windmühle und 3 Häuser werden dann mit Energie versorgt. Wie sieht es denn da im Untergrund aus? Ja, die Windmühle produziert hier Strom zu den Elektrolyseur, wo wir die Wasserstoff aufspaltet, ja, produziert Wasserstoff und diese speichern wir hier. Und wir treiben, wie Sie sagten, die 3 Häuser, aber auch 8 Autos. Und das ist das Wichtige, dass wir den Öl ersetzen mit Wasserstoff. Diese 5 Kommunalautos in Dithmarschen wird hier betankt und in jedem Haus hat die Familienauto seine Tankstelle. Und es wird im Frühjahr mit dem Bau begonnen. Ja. Wie viele Unternehmen sind an diesem Projekt beteiligt? Es ist insgesamt, EG in Brüssel hat ja gesagt und damit kriegen wir die erste Hälfte von Finanzierung und die andere Hälfte kommen durch Sponsoren und da ist Schleswig und 8 bis 10 andere Gesellschaften eingemischt. Die Schleswig ist ein großes Energie- und Versorgungsunternehmen in Norddeutschland. Sie beteiligt sich auch daran. Man kann aber in der ganzen Bundesrepublik feststellen, dass die großen Energieversorgungsunternehmen Interesse für erneuerbare Energien wie Wind, Wasser und Sonne bekunden. Wir haben Ihnen 3 Beispiele zusammengestellt. Ein Gesetz aus der Nazizeit fördert die Marktbeherrschung der Elektrizitätsunternehmen mit ihren großtechnischen Kraftwerkssystemen. Sie treiben mit ihren Tarifen den Stromverbrauch in die Höhe. Großabnehmer werden mit günstigeren Preisen belohnt, Kleinverbraucher mit höheren Preisen bestraft.
Mittlerweile interessieren sich auch die Großunternehmen für erneuerbare Energien. Allerdings planen sie riesige Anlagen, diesen hier in Kalifornien vergleichbar. Kritiker behaupten, es gehe ihnen dabei vorrangig um die Sicherung ihrer Monopole. An der Westküste Schleswig-Holsteins hat eine Tochterfirma des Elektrizitätsunternehmens Schleswag eine Versuchsanlage mit 30 Windrädern gebaut, die jährlich 2,2 Millionen Kilowattstunden ins öffentliche Netz einspeist. Wenn regenerative Energien in Zukunft eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, trifft ein Energieversorgungsunternehmen an der windgünstigen Küste eine besondere Verantwortung. Wer außer uns sollte Betriebserfahrungen für derartige Anlagen in Verbindung mit einem großen Netz sammeln? Ich meine, dass der Stromverbrauch eher steigen als fallen wird. Zukünftig wird sich deshalb der Strom wie schon in der Gegenwart als Schlüsselenergie erweisen. In Kobern-Gondorf an den sonnigen Hängen der Mosel baut eine Tochterfirma des Energiekonzerns RWE zusammen mit Nukem eine Solarzellenanlage. Hier soll Sonnenlicht direkt in Strom umgewandelt und ins öffentliche Netz eingespeist werden. Diese Anlage ist die erste Baustufe für das größte Vorhaben dieser Art in Europa. Auch in der Bundesrepublik stehen genügend Flächen für den Aufbau größerer Anlagen zur Verfügung, zum Beispiel auf Grenzertragsflächen und Brachflächen innerhalb der Landwirtschaft. Wir erhoffen uns durch den Aufbau dieser Anlagen wirtschaftliche Vorteile im Vergleich zu kleineren dezentralen Anlagen. Daraus folgend möchten wir die möglichen Potenziale dieser neuen Technik einmal für die Bundesrepublik abschätzen, inwieweit diese Technik hier bei uns einsetzbar ist, aber auch in den sonnenreicheren Ländern der dritten Welt einsetzbar ist. Zudem kommt, dass wir gemeinsam mit unseren Beteiligungsunternehmen innerhalb unseres Konzerns versuchen wollen, entsprechendes Know-how zu bekommen, um solche Anlagen in Zukunft selbst aufbauen zu können. Unter dem Namen High Solar wird an der Universität Stuttgart eine Versuchsanlage betrieben, bei der durch Solarstrom Wasserstoff gewonnen wird. Es ist das Modell für Großanlagen in Saudi-Arabien, die in ihren Ausmaßen amerikanischen Projekten gleichkommen. Hinter dem Wort High Solar verbirgt sich ein ganzes Forschungsprogramm. Deutschland und Saudi-Arabien haben sich zusammengefunden, um in einem ersten Schritt die solare Herstellung des Energieträgers Wasserstoff zu untersuchen. Letztendlich haben die Saudis Interesse daran gezeigt, weiterhin auch in einer fernen Zukunft Energieexporteure sein zu können und die Energie, die sie in überreichem Maße haben, nämlich die Solarenergie, dazu zu nutzen. Wasserstoff wäre eine Möglichkeit, die Sonne zu speichern und transportierbar zu machen. Das waren große bzw. gigantische Projekte, die dort ausgetüftelt wurden. Also Energie im Großen. Zurück zu einem kleinen Projekt. Herr Töckström, wir wollen Sie nicht ärgern, aber wir haben uns überlegt, vergeuden Sie nicht eigentlich Energie? Müsste man nicht, und das haben Sie uns doch eigentlich vorgemacht, die Kombination von Windenergie und Wasserstoff als Speicher, müsste man nicht viel mehr kombinieren. Und deswegen haben wir hier einmal zwei sogenannte Solarhäuser eingezeichnet, also die Sonnenenergie speichern, aufnehmen und entsprechend weniger Energie für Heizung verbrauchen. Außerdem haben wir hier noch Sonnenkollektoren aufgestellt, auf unseren Zeichnungen, die man benutzen könnte, um Warmwasser zu gewinnen. Ja, das könnten wir auch gemacht haben. Aber wenn man Wasserstoff mit Windkraft aufspaltet, dann kriegt man ungefähr 75% Wasserstoff. Die andere 25%, das wird Wärme, der für die Häuser benutzt werden kann. Ihr kleines Kraftwerk liefert dann nicht nur Strom, sondern auch Wärme? Ja, richtig. Dazu kommt also die Verluste im Blockheizkraftwerk, der auch einen Beitrag zum Wärme bringt. Damit können Sie dann auch Warmwasser gewinnen, sodass Sie sowas wie Sonnenkollektoren nicht brauchen. Ja. Aber Solararchitektur wäre doch eine Möglichkeit. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Und in Gebieten, wo es keinen Wind gibt, dann ist es sicherlich ein Modell. Sparen wäre die Devise, denn Experten sagen,
es werden 20 bis 30% Energie vergeudet. Diese könnten gespart werden. Dazu ein kurzes Stichwort. Wie viel Heizöl könnte man sparen mit der richtigen Architektur? Auf der Südseite zur Sonne hin weit geöffnet, auf den kalten Seiten das Dach tief heruntergezogen und natürlich alles gut isoliert. So etwas geht sogar noch bei der Erweiterung eines älteren Bürogebäudes. Die Büros sind von einem Glashaus umgeben. Begrünte Terrassen und verglaste Wände schaffen unterschiedliche Klimazonen. Die sonst üblichen Klimaanlagen konnten eingespart werden. Die Heizkosten haben sich deutlich verringert. Dieses Solarhaus kostet nicht mehr als ein konventionelles Verwaltungsgebäude. Ob Neu- oder Altbau, im Haus kann jeder Energie sparen. In Saarbrücken gehen die Stadtwerke neue Wege, die Bürger gezielt zu beraten. Die Warmwasserbereitung wird mit einem elektrischen zentralen Boiler gemacht. Das ist natürlich nicht sehr günstig. Sie sollten unbedingt die Warmwasserbereitung mit der vorhandenen Gasheizung dann auch bewältigen. Es hat sich gezeigt, dass der Strom dafür eben viel zu schade ist. Es gibt da noch andere Beispiele, so zum Beispiel die Kaffeemaschine, bei der allein die Warmhalteplatte einen Anschlusswert von 750 Watt hat. Und man sollte den Kaffee immer sofort nach dem Aufbrühen in die Thermoskanne einfüllen. Wenn Sie sich zum Beispiel Lampen anschaffen, gibt es heute sehr gute energieeinsparende Lampen, die nur noch 20–30% des normalen Stromverbrauchs brauchen. Das Dritte, wenn Sie nun wirklich Elektrogeräte kaufen müssen, zum Beispiel Gefriertruhe, sollten Sie eben darauf achten, dass Sie Geräte kaufen, die einen günstigen Stromverbrauch haben. Sparsame Geräte sind ein erster Schritt. Ein weiterer wäre, den Stromverbrauch der Haushalte gleichmäßiger über den Tag zu verteilen. Dann könnte man ganze Kraftwerke einsparen, die jetzt noch für den Spitzenverbrauch in Reserve gehalten werden müssen. So sieht es im Saarbrücker Modellversuch aus. Ein Zusatzgerät, Sesam genannt, zeigt dem Verbraucher an, wie er außerhalb der teuren Spitzenverbrauchszeiten zu einem günstigeren Tarif zum Beispiel waschen kann. Auf Knopfdruck zeigt Sesam an, wie teuer in diesem Moment die Kilowattstunde ist. So lässt sich für jeden Verbraucher feststellen, wann stromfressende Geräte, wie etwa Waschmaschinen, am preisgünstigsten zu betreiben sind. Eine unermesslich große Energiequelle könnten wir ausschöpfen, würden wir mehr Energie sparen. Wie gesagt, ernstzunehmende Experten sagen, es würden zwischen 20 und 30% Energie einsparbar sein. Zurück zu dem Modell von Herrn Tegström, das wir im Film gesehen haben. Es ist ja die Kombination verschiedener Möglichkeiten, wo dann Wasserstoff als Speicher benutzt wird. Wir haben uns in der Bundesrepublik umgesehen, suchten dort auch solche Beispiele, fanden sie in der Form aber nicht. Was wir fanden, waren sehr viele Ansätze und Modelle, mit erneuerbarer Energie umzugehen. Im westfälischen Mettingen, vor der Kulisse des Kohlekraftwerkes Ibbenbüren, dreht sich der Rotor einer kleinen Windkraftanlage. Rund 20.000 Kilowattstunden Strom produziert sie jährlich, genug, um damit 6 Haushalte zu versorgen. Mehr als genug für das Einfamilienhaus des Lehrers Dietrich Koch, der mit Hilfe der Windenergie seit über 5 Jahren heizt, kocht und Licht macht. Ja, wir hatten in den 70er Jahren dieses Haus gekauft, einen Altbau, und mussten uns überlegen, wie wir dieses Haus mit Energie versorgen sollten. Eine Ölheizung ging nicht gut, weil das hier Wasserschutzgebiet ist. Dann haben wir uns überlegt, mit Flüssiggas das zu machen. Flüssiggas war sehr teuer und wir haben dann den Sprung gewagt. Wir haben die Windkraftanlage aufgestellt und haben dann bessere Erfolge damit erzielt, als die Skeptiker das vorher uns gesagt hatten. Der Rotor der Windmühle treibt 2 Generatoren an. Die liefern den Strom für die Warmwasserversorgung und für die Wärmepumpe, die das Heizsystem speist, das auch mehrere Tage ohne neue Energie auskommt.
Gegen Behinderungen von Behörden und Energiewirtschaft kämpft Koch gemeinsam mit anderen Betroffenen in der Interessengemeinschaft Windpark Nordwestdeutsches Binnenland. Die Baugenehmigungshemmnisse sind teilweise auch dadurch bedingt, dass ja die Baugenehmigungsbehörden mit den Energieversorgungsunternehmen verflochten sind. Wenn der gleiche Oberkreisdirektor, der einem Bauherrn die Windkraftanlage genehmigen soll, im Aufsichtsrat der RWE ist und auch im Aufsichtsrat des VEW ist, dann sieht man da die Zusammenhänge. Die Energieversorgungsunternehmen machen die Preise. Mehr als 20 Pfennig muss Dietrich Koch für die Kilowattstunde RWE-Strom bezahlen. Er selbst erhält für überschüssigen Windstrom, den er ins Netz einspeist, weniger als die Hälfte. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Um völlig unabhängig vom teuren Netzstrom zu sein, betreibt Windmüller-Koch seit kurzem einen Dieselgenerator. Keine umweltfreundliche Lösung. Wäre die Wasserstofftechnologie eine Alternative? Wenn man die Wasserstofftechnologie, die ja technisch gelöst ist, serienmäßig zur Verfügung hätte, dann wäre Wasserstoff der ideale Energiespeicher für die Nutzung der Windenergie. In Altmühlendorf in Schleswig-Holstein wird Wasserkraft zur Stromerzeugung genutzt. Noch in den 50er Jahren wurden viele kleine Wasserkraftwerke mit staatlichen Stilllegungsprämien abgeschaltet. Dieses hier überlebte und speist heute 85% der gewonnenen Energie ins Netz. Den Rest verbraucht der Eigentümer selbst. Obwohl sich im letzten Jahr seine Gewinne aus dem Stromverkauf mehr als verdoppelt haben, denkt er darüber nach, ob es nicht noch günstiger wäre, mit einem Teil seines Stromes Wasserstoff herzustellen. Und Wasserstoff als Energieträger wird meines Erachtens sowieso ganz sicherlich die Zukunft sein. Denn Wasserstoff ist ja vor allen Dingen gut transportabel und er ist ja völlig umweltfreundlich. In Freiburg wurde 1977 dieses konventionelle Haus für 12 Mieter errichtet. Die auf der Südseite angebrachten Sonnenkollektoren erzeugen warmes Wasser für Haushalt und Heizung. Schon nach 7 Jahren hatte sich diese Investition amortisiert. Die Kollektorenanlage deckt dabei 2/3 der im Haus benötigten Wärmeenergie ab. Wenn nur jeder 5. Haushalt in der Bundesrepublik das warme Wasser mit der Sonne statt mit Heizöl bereiten würde, blieben der Atemluft 15.000 Tonnen Schwefel erspart. Hoch oben im Schwarzwald liegt der 350 Jahre alte Rappenecker Hof, noch heute ohne Anbindung an die öffentliche Stromversorgung. Solarzellen und Batterien als Speicher liefern die Energie auch für den inzwischen angegliederten Gaststättenbetrieb. Die Solarzellenanlage war erheblich kostengünstiger als der Anschluss an das weit entfernte Netz. Die Selbstversorgung führt bei dem Schwarzwaldbauern zu einem bewussteren Umgang mit Energie. Beliebig drauf loswursteln, ohne das zu überlegen. Nein, man muss da schon ein genauer Arbeitsplan, ein genauer Ablauf festlegen. Zum Beispiel waschen. Wenn die Sonne scheint, dann wird bei uns der ganze Tag waschen. Und wenn die Sonne nicht scheint, das schlecht Wetter ist, haben wir immer sehr starken Wind auf der Höhe. Und da könnte man also mit Windkraft als Alternative sehr gut arbeiten. Das wäre dann auch eine ausgewogene Sache. Bei gutem Wetter Solarstrom und bei schlechtem Wetter Windkraft. Auch haben wir schon überlegt, ob wir nächsten Sommer nicht noch einige Sonnenkollektoren aufs Dach machen, um den Warmwasserbedarf abzusichern. In der 23.000 Einwohner zählenden Stadt Rottweil am Neckar haben die Stadtwerke die Energieversorgung weitgehend in eigener Hand. Die Verwendung erneuerbarer Energien stößt bei den Stadtvätern auf großes Interesse. Mit Sonnenkollektoren, gasbetriebenen Generatoren und Wasserkraft wird Energie billiger hergestellt, Strom und Wärme direkt in die Haushalte geliefert. Dabei versucht man, neue Wege zu beschreiten. Das kann man nun machen, indem man bei den Bürgern die Heizräume
mietet und dort die stadtwerkeigenen effektiven Heizanlagen einbaut, wie Brennwertkesseltechnik, Gaswärmepumpen, eventuell gekoppelt mit Solarkollektoren, Kraft-Wärme-Kopplungen, also kleine, mittlere Blockheizkraftwerke, die Strom und Wärme produzieren, den Strom ins Stadtwerkenetz und die Wärme den Bürgern in die Heizkörper. Und wir sind natürlich sehr interessiert, ob die Wissenschaft und Technik die Wasserstofftechnologie weiterentwickelt, denn Wasserstoff würde sich zum Beispiel sehr gut eignen in Kraft-Wärme-Kopplungen oder künftig entwickelt über Stirling-Motoren. Dies ist ein Stirling-Motor. Herr Rieseberg, Sie arbeiten an der TU in Berlin. Sie planen dort Projekte, versuchen Theorie in Praxis umzusetzen. Dieser Stirling-Motor steht bei Ihnen auf dem Schreibtisch. Wie funktioniert er? Das ist sehr einfach. Das ist im Grunde eine Dampfmaschine. Der hat zwei Kolben, den Arbeitskolben und den Verdränger. In der Maschine ist Luft. Diese Luft wird erwärmt, treibt den Arbeitskolben an und treibt den Motor an. Der Vorteil des Stirling-Motors, wir haben eine äußere und keine innere Verbrennung. Keine Explosion im Inneren des Motors? Keine Explosion, nichts. Nur Wärme. Und hier haben wir Sonne. Den Stirling-Motor, wie er durch Sonne angetrieben wird. Die Sonne ist in diesem Fall aber ein Scheinwerfer. Selbst ein Scheinwerfer reicht aus, um einen Stirling zu betreiben? Wir haben normalerweise eine Anordnung, da können wir mit einer 100 Watt Birne den Motor antreiben. Herr Rieseberg, dieses Modell, dieses Prinzip des Stirling-Motors ist vom Pastor Stirling 1816 schon erfunden worden. Wo liegen die Probleme, dass man noch nicht mehr damit gemacht hat? Pastor Stirling war ein Schotte, das sagt eigentlich viel über den Motor, und er war ein Pfarrer. Und das ist wahrscheinlich ein Stück Philosophie, was auch da drin steckt. Der Motor selbst ist untergegangen gegen die Dampfmaschine und gegen den Otto- und Dieselmotor. Er ist sozusagen nicht marktkonform gewesen. Das ist sein Hauptproblem gewesen, bis heute. Stichwort marktkonform. Also er konnte nicht im Großen produziert werden bisher. Zurück zu unseren Energien. Hier hatten wir gerade Beispiele gesehen für Energie im Kleinen. Wenn ich das Ganze noch einmal kurz zusammenfassen darf, was wir bisher in Einspielfilmen gesehen haben: Unsere bisherige Energiepolitik, so wie wir sie betreiben, scheint uns wegen klimatischen Veränderungen und, was man Atomstand nennt, in eine Sackgasse zu führen. Die großen Energieversorgungsunternehmen versuchen Großprojekte, um neue Energien auszuprobieren. Was auf alle Fälle schon ging heute, wäre die Energiequelle zu nutzen, die wir Sparen nennen könnten. Aber es gibt auch schon die Ansätze, allerdings ohne große Kombination der verschiedenen Möglichkeiten bei Energie im Kleinen. So viel ist möglich, so viel gibt es schon. Muss da nicht eigentlich die politische Entscheidung heute fallen? Das Erste ist, wir haben in den vergangenen Jahren schon außerordentliche und nicht erwartete Erfolge erreicht. Die Energieeinsparung hat dramatische Fortschritte gemacht. Wir haben ein erhebliches Wirtschaftswachstum seit 1973. Unsere Produktion liegt weit über 30% höher. Aber unser Energiebedarf ist praktisch nicht gestiegen. Und wissenschaftliche Institute prognostizieren uns eine entsprechende Entwicklung bis zum Jahr 2000. Trotzdem, wir brauchen jede neue Technik, die uns zugänglich ist. Wir entwickeln deshalb regenerative Energien. Wir entwickeln Sonne und Wind und Wasser, Windenergieanlagen unterschiedlicher Kapazitäten, die Möglichkeit dezentralen Einsatzes von Biomasse. Wir setzen jährlich steigende Beträge in der Forschungsförderung ein. Wir freuen uns, dass die Wissenschaft und die Wirtschaft neue Themen hier aufgegriffen hat und neue Techniken weiterentwickelt. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass diese Techniken uns unsere Probleme kurzfristig lösen. Es ist ein großer Erfolg, wenn bis zum Jahr 2000 7% unseres Energiebedarfs durch regenerative, durch sanfte Energien gedeckt werden. Und dabei ist ein erheblicher Teil das klassische Laufwasser und die Müllverbrennung. Wir brauchen auf lange Sicht alle Energien, aber unter den Bedingungen, die verantwortbar sind.
bei der Kohle mit der höchstmöglichen Umweltfreundlichkeit, bei der Kerntechnik mit dem höchsten Maß an Sicherheit, auch im internationalen Bereich. Und daran arbeiten wir mit